Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Heute kochen wir ein Ingwer-Möhrenrahm-Süppchen mit ein bisschen leichtem Curry-Touch, ein bisschen Gemüsebrühe, Zutatenliste wie immer auf der anderen Seite. Und wir starten direkt durch. Ich habe hier ungefähr 13 Möhren geschält. Die schneiden wir einfach grob klein. Die dürfen ruhig richtig grob sein, weil wir das Ganze jetzt gleich erstmal in den Topf angehen lassen. Und nachher pürieren wir das Ganze. So. Ihr könnt, wenn ihr es wollt, auch noch kleiner schneiden. Ihr könnt es auch noch grober lassen. Ich mache es so. Dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Nur im Ganzen würde ich sie nicht lassen, dann dauert es ein bisschen länger. So, zurück auf den Teller, die noch wegnehmen. Ja, natürlich. Warum nicht? So, das war übrigens Salz, was da liegt. Das brauchen wir nachher auch noch. Aber das lassen wir jetzt erstmal da. So, damit werden die Möhren schon vorbereitet. Also schälen, klein schneiden. Dann habe ich hier 2 Schalotten, die ist etwas auseinandergefallen. Die schneiden wir auch einmal in der Mitte. Die vierteln wir noch so und dann schneiden wir die auch grob runter. Wie gesagt, das wird alles noch püriert, deswegen ist das völlig egal. So, 2 Schalotten dazu. Dann habe ich hier Ingwer vorbereitet. Wenn ihr den Ingwer kauft, ich würde kein Pulver nehmen oder sowas, immer frischen Ingwer. Schneidet die Haut ganz dünn ab und dann könnt ihr den auch einfach klein schneiden. Wie viel Gramm werden das sein? 30, 40 Gramm. Je nachdem, wie sehr ihr Ingwer mögt, könnt ihr das natürlich auch erhöhen, die Menge. Aber hier, guck mal, wenn das so geschnitten ist, eine kleine Handvoll ist vollkommen in Ordnung. Dann habe ich hier noch 2 Knoblauchzehen, beziehungsweise 3. Die auch einfach klein schneiden. Das reicht auch schon. Auch dazu. Dann haben wir hier Sellerie, habe ich vorbereitet, kleines Stück, aus so einer Gemüsebrühe, aus so einer Gemüsebrühenpackung, Suppengemüse, habe ich dann einfach ein bisschen Sellerie noch genommen, klein geschnitten und ein bisschen Porree da noch mit reingeschnitten. Der kommt gleich auch noch dazu. Wie gesagt, Currypulver haben wir hier noch, das sieht man nicht so richtig, ich zeige das nochmal eben. Currypulver, dann haben wir braunen Zucker und Salz. Und jetzt gehen wir rüber zum Herd und dann geht's weiter. Wir machen Olivenöl. Guten Schuss. Ihr könnt auch Ghee nehmen, wenn ihr das lieber mögt. Ihr könntet auch Butter nehmen. Nur die Gefahr ist halt, dass die Butter zu schnell braun wird. Schon drin. Dann können wir schon loslegen mit den Möhren. Die Möhren dazu. Alles rein, auch den Ingwer. Den klein geschnittenen Sellerie dazu. So. Das Ganze lasst ihr jetzt schön angehen. Und dann machen wir auch sofort den Curry dazu. Der gibt nämlich durch die Hitze und das Fett richtig seine Aromen dann richtig frei.
Mach noch einen Schuss Olivenöl mehr dran. Lassen wir jetzt noch einen Moment angehen. Dann machen wir gleich den Zucker dazu. Lassen den auch noch ein bisschen karamellisieren da drin. Das hebt einfach nochmal richtig den Geschmack der Möhre dafür hervor. Zusätzlich durch dieses Angehen lassen bekommen wir auch noch ein paar Röstaromen mit da rein. Die sind ja immer der Geschmackgeber quasi. Oder unterstreicht den Geschmack nochmal richtig. So, kleinen Moment noch angehen lassen. Jetzt kann man auch sehen, dass die Möhren so langsam Flüssigkeit abgeben. Das ist eigentlich genau das richtige Zeichen. Jetzt geben wir 1 Liter Gemüsebrühe dazu. Oh. Ja, nicht einen ganzen Liter, das reicht eigentlich. Das sind 800 Milliliter. Und jetzt muss das Ganze 10-15 Minuten vor sich hin köcheln. Und dann würde ich sagen, wenn es gleich soweit ist und die Möhren sind gar, dann sehen wir uns wieder. 15 Minuten sind um. Wir machen den Test. Die sind gut. Lecker sind sie auch. Alles klar. Jetzt machen wir da dran Salz. Wir fangen mal an mit einem Teelöffel. Ja, 1,5. Dann kommt dazu Sahne. Wir machen mal 250 Milliliter dazu. Dann nehmt ihr den Stabmixer und los geht's. Und dann püriert ihr das Ganze. Ihr könnt das jetzt ganz fein pürieren oder ihr könnt das auch mal stückiger lassen. Das ist euch überlassen. Ihr könnt das nachher auch alles noch durchs Sieb streichen, wenn ihr es ganz fein haben wollt. Aber ich mag es eigentlich lieber, wenn es so ein bisschen stückig ist und dass man noch irgendwo drauf beißt und so eine Struktur hat, sage ich mal. So, das wird sehr dick. Wir geben jetzt noch den Rest von der Sahne dazu. Dann waren das 400 Milliliter. Das ist natürlich auch eine Bombe, aber dafür schmeckt es halt auch super. So eine Suppe
könnt ihr auch super vorbereiten und dann in Gläser oder Flaschen, die ihr vorher heiß ausgespült habt, abfüllen, Deckel drauf und dann könnt ihr die locker 3-4 Tage im Kühlschrank halten. Eigentlich eine super Sache, um die vorzubereiten. So. Und fertig ist die Suppe. Wenn euch die zu dick ist, ihr könnt noch was Gemüsebrühe dazu tun. Ich mag es lieber so, wenn die so ein bisschen püreartig schon fast ist. Das ist halt leckerer mit Brot dazu und so weiter. Ihr könnt dazu machen Garnelen, alles Mögliche, was euch einfällt eigentlich. Oder die Suppe einfach so essen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.